Hey liebe Zuschauer, heute gibt es wie gewünscht mal das Review zum Eberle-Stock Halftrack. An der Stelle nochmal vielen Dank an HQG, die mich dabei wieder unterstützt haben. Der Eberle-Stock Halftrack ist mit einer Größe von 35 Litern zwar nicht sehr groß, eignet sich aber trotzdem gut für kleinere Touren. Und was alles reinpasst und welche Features er bietet, das schauen wir uns jetzt im Video an. Also viel Spaß! Der Halftrack fällt auf den ersten Blick durch eine hohe Verarbeitungsqualität und hochwertige Materialien auf. Dazu gibt es jede Menge Pals zum Anbringen von Taschen, Organisern oder sonstigem. Das 1000D Nylongewebe bringt den Rucksack auf ein Leergewicht von ordentlichen 2,9 Kilo. Für Lightweight Backpacker wahrscheinlich nicht sehr ansprechend, dafür ist der Halftrack sehr robust und gut für rauere Bedingungen geeignet. Das Tragesystem des Rucksacks kommt wie üblich mit dicker Mesh-Polsterung am Hüftgurt und im Rückenbereich. An den Schultergurten ist die Polsterungsstärke nicht ganz so dick, aber dennoch angenehm. Für etwas extra Belüftung beim Tragen sorgt das Zickzackmuster an den Hüftflossen und die Aussparung im Rückenzentrum. Allgemein ist das Meshgewebe zwar relativ luftig, verhindert einen nassen Rücken bei körperlicher Belastung aber nicht komplett. Außerdem verfangen sich gerne auch mal Tannennadeln und ähnliches darin. Das Tragesystem kann schnell und einfach über das Kletschlaufen-Leitersystem an die Rückenlänge angepasst werden. Der Hüftgurt wird per Schnellverschluss geschlossen und nach hinten festgezogen. Über die beiden Extraschlaufen links und rechts kann der Gurt aber auch umgelenkt und nach vorne festgezogen werden. Wie nicht anders erwartet auch hier wieder Pals-Schlaufen, die ich für einen Organizer nutze, um an Kleinkram zu kommen, ohne den Rucksack abzusetzen. Anzumerken ist noch, dass der Hüftgurt mit Klettverschluss befestigt wird und er dementsprechend auch schnell und einfach abgenommen bzw. wieder befestigt werden kann. Um ihn nicht falsch anzubringen, ist er außerdem noch rot gekennzeichnet. Die Schultergurte kommen mit D-Ringen, um die Lastenkontrollriemen in Position zu halten oder um einfach nur etwas dran zu befestigen. Ein höhenverstellbarer Brustgurt darf hier natürlich auch nicht fehlen. Wie ihr seht, ist das Gurtband der Schulterriemen sehr lang und es fehlen die Velcro-Schlaufen zum Fixieren von überschüssigem Material. Wenn man die Überlängen allerdings durch die Eberle-Stock-Schlaufen auf Brusthöhe zieht, hat man recht schnell 2 Daumenschlaufen. Ob das so gewollt ist, kann ich allerdings nicht sagen. Ich persönlich nutze sie nicht und hätte mich gefreut, wenn Eberle-Stock hier trotzdem die Velcro-Gurtbandhalter verarbeitet hätte. Einen Tragegriff gibt es nur im oberen Bereich und nicht wie beim FAC auch noch links und rechts. Schauen wir uns jetzt aber mal von außen nach innen die Fächer und Taschen an. Das Deckelfach besitzt ebenfalls wieder Pals und etwas Velcro für ein Namensband oder sonstiges. Der Reißverschluss des Deckelfachs öffnet das Fach nur zur Hälfte und verhindert somit das seitliche Rausfallen des Inhalts. Hier verstaue ich meistens mein Fernglas, die Arbeitshandschuhe und Kleinkram. Was mich an diesem Fach etwas stört, sind die schlechten Klettverschlüsse der beiden Öffnungen für Trinkschläuche oder Antennen. Diese schließen nicht ganz perfekt ab, so dass kleinere Sachen mit etwas Pech aus dem Rucksack fallen können. Mit einem kleinen Beutel oder Packsack ist dieses Problem aber schnell aus der Welt geschafft. Gehen wir zu den Außentaschen. Hier habt ihr mehrere Möglichkeiten, eure Ausrüstung unterzubringen. Die länglichen Balktaschen mit Deckel und Schnellverschluss können bei Bedarf ausgebreitet werden und eignen sich dann gut für ein kleineres Zelt, ein Tarp oder Trinkblasen. In meinem Fall ist das meistens das Einmannzelt und ein kleines Tarnnetz. Auf der anderen Seite verstaue ich meine aufblasbare Isomatte, ein Schlafsack-Inlay und ganz oben ein kleines Kochset. In jeder Tasche gibt es noch einen kleinen Karabinerhaken, um die Trinkblase aufzuhängen. Für die Fotografen und Filmer unter uns gibt es dahinter noch Einschubfächer ohne Verschluss. Hier kann ohne Probleme auch ein größeres Stativ oder ein Slider untergebracht werden. Auch hier wieder 2 Haken für Trinkblasen und 2 D-Ringe zum Befestigen von Gegenständen oder als Befestigungspunkt für Expander. Natürlich kann man nicht beide Taschen und deren Größe zusammen nutzen, jedes Fach nimmt dem anderen natürlich etwas Platz weg. Fixiert und komprimiert wird das Ganze über jeweils einen Kompressionsriemen. Auch hier wieder Velcro für überschüssiges Gurtband. Wer die Seitentaschen nicht nutzt und den Rucksack eher als größeres Daypack verwendet, der kann auch einfach nur seine Flasche und das Kochgeschirr an den Seiten unterbringen und festzurren.
Jetzt aber mal genaueres zum Hauptfach. Hier sieht man, dass es sich um einen reinen Frontloader handelt. Einen zusätzlichen Toploader-Reißverschluss wie beim FAC gibt es hier nicht. Die Zipperpuls der Reißverschlüsse sind schön griffig und ich muss sagen, dass mir diese Art von Zipperpuls mittlerweile echt am besten gefällt. Im Hauptfach findet ihr neben weiteren PALS-Schlaufen noch kleinere Einschubfächer mit Gummizug. Im oberen Teil sind es insgesamt 6, 3 links und 3 rechts, wobei hier die mittleren Fächer etwas breiter sind. Hier könnt ihr euer Besteck, die Säge, Knicklichter, Akkupacks oder sonstiges unterbringen. Dahinter findet ihr noch das Haltenetz mit 2 Schnellverschlüssen für größere Funkgeräte, Trinkblasen oder um andere elektronische Geräte zu fixieren. Kabel, Antennen oder wie in meinem Fall der Trinkschlauch können durch die beiden Öffnungen links und rechts über das Deckelfach nach außen geführt und befestigt werden. Außerdem befindet sich hier unter den Schnallen noch das Einschubfach für die Rückenplatte, die dem Rucksack die nötige Steifigkeit gibt. Obendrauf ist dann noch Platz für Essen, Kaffee, den Packsack mit Wechselbekleidung und eine große Nalgene-Flasche. Der untere Teil besitzt insgesamt 4 größere Einschubfächer mit Gummizug und wie schon erwähnt etwas PALS. Ich nutze den Abteil für ein aufblasbares Kopfkissen, den Schlafsack, ein kleines First Aid Kit und den Waschbeutel. Die Horizontaltrennwand könnt ihr bei Bedarf natürlich auch einklappen, falls ihr mal das komplette Fach nutzen wollt. Die Frontlasche besitzt neben weiteren PALS-Schlaufen in der Light-Variante im Außenbereich noch ein längliches Einschubfach. Es eignet sich gut für flachere Gegenstände wie die Axt oder einfach nur ein kleines Polster zum Sitzen und den Windschutz für den Kocher. Ein kleiner Platz für Patches darf natürlich auch nicht fehlen. Im Bodenbereich findet ihr wie nicht anders erwartet weitere PALS-Schlaufen, um zum Beispiel eine kleinere Unterlage mittels Expander zu befestigen. Außerdem befindet sich hier auch das integrierte Raincover in einem kleinen Reißverschlussfach, das bei Regen über den Rucksack gezogen werden kann. Das Material des Rucksacks ist zwar leicht wasserabweisend, bei länger anhaltendem Regen sollte aber das Raincover genutzt werden. Im Inneren gibt es noch 4 Haken mit Gummiband, um die Hülle ordentlich zu fixieren. Im Reißverschlussfach wird es über einen kleinen Karabiner fixiert und kann hier dann einfach entfernt bzw. gewechselt werden. Das war es soweit vom Halftrack, kommen wir zum Fazit. Ja, liebe Zuschauer, bin ich schon wieder. Von mir jetzt wie immer noch die positiven und negativen Punkte. Bei den negativen Punkten habe ich die Klettverschlüsse am Deckelfach, die nicht sauber abschließen, dass die Klettverschlüsse für die Gurtbandüberlängen fehlen an den Schulterriemen und dass sich einfach eine PALS-Schlaufe an der Seitentasche gelöst hat. Bestimmt ein Produktionsfehler, ich wollte es euch trotzdem mal zeigen. Da sieht man wieder ganz gut, dass es auch bei den Top-Marken mal Montagsmodelle gibt. Bei den positiven Punkten habe ich ganz klar das Tragesystem. Für mich persönlich ist das Tragesystem von Eberle-Stock echt perfekt und ich hatte noch nie Probleme damit. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist soweit auch in Ordnung und die Materialien und die Verarbeitungsqualität sind bis auf die eine Schlaufe auch sehr gut. Zur Größe an sich, ihr habt selbst gesehen, der Rucksack kommt mit seinen 35 Litern sehr schnell an seine Grenzen und längere Touren mit größeren Mengen an Essen und Trinken sind da einfach nicht drin. Gerade im Winter, wenn man dann noch einen großen Schlafsack mitnehmen muss, braucht man einfach einen größeren Rucksack. Da werde ich euch aber auch noch was vorstellen. Das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also macht's gut.